Hallo liebe Aquarellfreunde, willkommen zu einem neuen Plein-Air-Abenteuer. Hier am Nordostseekanal in der Nähe von Kiel finde ich mein heutiges Motiv. Wir haben Anfang Februar und es ist kälter, als es aussieht. Ich hoffe, dass es trocken bleibt und ich mein Bild in Ruhe zu Ende malen kann. An diesem wunderschönen Platz, an dem es im Sommer übrigens ein tolles Erdbeercafé gibt, beginne ich mit meiner Skizze. Um die dunstige Atmosphäre an diesem Februarnachmittag einzufangen, setze ich in den Himmel eine Untermalung aus Cadmiumorange, lichtem Ocker und etwas Kobaltblau. Am entfernten Kanalufer lasse ich etwas Papierweiß stehen. Bäume und Büsche untermale ich mit Grün und auch der Kanal bekommt sehr wässrig eine Lasur aus Grün und Grau und hier vorne einen Schwung Kobalt-Türkis. Wichtig ist hier, viel Wasser zu nehmen, damit der Tonwert wirklich hell bleibt. Mit dem schmaleren Kunststoffpinsel lege ich nun die Büsche hinter der kleinen Schafherde an. Dabei möchte ich die hellen Lichtpunkte auf den Schafrücken schon aussparen. Der Wind bringt die Staffelei ordentlich zum Wackeln. Die Pinselstriche werden so ziemlich unpräzise, aber das ist ja oft besser, als zu genau und zu pingelig zu sein. Mit dem dicken Pinsel setze ich nun gebrochene Grüntöne in die Wiese und wärme die Farbtemperatur mit Cadmiumorange etwas an. Das stellt auch ein bisschen Harmonie zum Himmel wieder her. Nach vorne, wie immer, wird es etwas kräftiger und dunkler. So kann es jetzt trocknen. Bei diesem Wind geht das trotz der niedrigen Temperaturen schnell. Nach etwa 10 Minuten kann es schon weitergehen. Mit verschiedenen Blau- und Violetttönen setze ich ganz wässrig den entfernten Waldsaum. In die feuchte Farbe kommen dann intensivere Tönungen für etwas näher liegende Bäume. Für die Baumgruppe im Mittelgrund nehme ich jetzt Sienna gebrannt und Peryljengrün. Genauso für die rechte Uferseite des Kanals. Wir haben zwar Winter, aber die vielen Grüntöne hier draußen am Kanal sind wirklich sehr vielfältig. Mit dem Fingernagel ritze ich die Andeutungen von Baumstämmen in die noch feuchte Farbe. Hinter den Schafen setze ich reichlich dunkle Grau- und Brauntöne. Mit der gleichen Farbe arbeite ich die Form der Tiere ganz locker aus. Die Schatten unter den Tieren verbinden die kleinen Formen miteinander. Nach vorne hin wird wieder großzügiger gearbeitet. Die Farben variieren, um eine leicht abstrakte und ziemlich ungefähre Fläche zu erzeugen. Ein Schiff auf dem Kanal darf natürlich nicht fehlen. Ich möchte es nur andeuten, gerade so, dass man es als kleines belebendes Element wahrnimmt. Die Spiegelung hier rechts unter dem Kanalufer
und die feinen Linien im Kanal male ich mit einer Mischung aus Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Die Schafe arbeite ich hier noch ein wenig mit Lavendelblau und Deckweiß aus und verbinde sie mit den Schatten noch ein bisschen besser untereinander. Die Signalmasten am Ufer des Kanals geben hier noch eine schöne vertikale Struktur für das Bild. So, für den Moment ist es fertig. Kleine Details werde ich noch zu Hause ergänzen. Vielen Dank an meine tapfere Filmcrew. Wir haben doch ziemlich gefroren hier draußen, aber es ist auch immer wieder schön und etwas ganz Besonderes in der freien Natur zu malen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.